So welcome back to another episode, another chat with Lorenz. If you haven't seen the first of this series of videos, I will link here in the description box. We are having little conversations, little chats about his book, Takt und Pendelschlag. I even don't know where it is anymore. And some issues that we cover, some questions as well about the double beat, single beat issue metronome theory. You have said in that last video that you have given at least 10 different or other authors, write the same period as Mersenne and later that gives us exactly the same or about the same definition of time measurement as Mersenne. So 2 seconds equals 1 second. That's in fact the basic of that. So can you maybe just in this video give the names of them and maybe share with us the different quotes? Ja, ich bin inzwischen fündig geworden bei 11 Autoren. Okay, 11. Und immer mit Hilfe von Google. Wenn man die richtigen Suchbegriffe in Buchsuche eingibt. Yeah, it's incredible. I mean, we live in a time where so many things are available and even Google can read the texts now, the scanned texts. Ja, das ist großartig. Und also inzwischen habe ich 11 Autoren. Okay. Also nach Mersenne wären es 10. Nach Mersenne. Yeah. So we're talking now before 1800. What's the time span that we're talking about now? Ja, von 1650 bis 1780 ungefähr. So Ende 18. Jahrhundert. Ja, so the end of the 18th century. Ja. Because then we come very close to the metronome. Ja. Okay. Also es geht bei diesen Textpassagen immer um dasselbe, die Definition einer Sekundenlänge mit Hilfe des Sekundenpendels. So again, we have it here. People who missed the first video is a very improvised Pendulum. So that's what Mersenne was saying, if I remember well. So the pendule goes back and forth, and every time, so it's 1 second up, 1 second down, but 1 second up and 1 second back is 1 second. Genau. Das ist das Eigenartige, dass die Dauer der Hin- und Herbewegung eines Sekundenpendels mit 1 Sekunde angegeben wird. Aber man muss natürlich sagen, es gibt gerade in physikalischen Schriften ab schon Ende 17. Jahrhundert auch das Gegenteil. Es gibt also das, was wir heute okay, das ist Single Schwingung. Genau, die einzelne Schwingung gleich Markierung einer einzelnen Sekunde. Es gibt diese Aussage auch bei Mersenne, aber immer im Zusammenhang mit Takten, mit einer zweiteiligen Bewegung. Der Takt ist wesensgemäß, ist von definitionsgemäß zweiteilig. Da sieht es anders. So you're saying now that if people are talking about music and time measurement, is it then always this 2 equals 1 or is even there a confusion? Ja, da gibt es bei einem Autor die Aussage, der normale Viertelschlag entspreche einem Pendelschlag, einem Einzelschlag des Pendels. Okay. Sagt dann, ein normaler ganzer Takt, bestehend aus 4 Vierteln, dauere so lange wie 4 Einzelschläge. Okay, und derselbe Autor kann dann aber, das handelt sich um Mr. Tanzer, derselbe Autor kann aber sagen, die Dauer eines Taktes sei so lange wie der Hin- und Rückschlag des Pendels. Also die Dauer eines gewöhnlichen Taktes. Okay. Ja. Und Taktes ist wirklich ein Taktschlag. Auf, ab. Sagt, dauere 1 Sekunde oder so lange wie ein Pendel braucht, um hin und her zu schwingen. Und diese Aussage, Sekunde gleich die Dauer des Hin- und Rückschlages eines Sekundenpendels, 1 Sekunde gleich Dauer des Hin- und Rückschlags eines Sekundenpendels, die findet sich also bei insgesamt mindestens 11 Autoren. Okay, maybe you just give the names. Genau, die Autoren heißen Athanasius Kircher,
ein Jesuit des 17. Jahrhunderts. Sein Schüler Kestler nimmt dann auch Bezug auf Mersenne. Und das war für mich eine ungeheure Hilfe. Er bestätigt meine Interpretation von Mersenne. Congratulations. Ja, das ist toll, weil der schreibt dann... Ja, that is, of course, you see the context then more. Nimm einen 3,5 Fuß langen Faden, that's what we have. Passend mit seinem Gewicht versehen. Ja. Dieser wird nämlich nach Mersennes Beobachtung in seinem Hin- und Rückschlag präzis die Zeit einer Sekunde ausfüllen. This is really, it's really insane because he's saying this at 3.5 Fuß. 3,5 Fuß macht einen Hin- und Rückschlag. And people might not know, but the weight you hang on this is not important. It's not even important. The speed is always in the same. Die Länge ist important. Die Länge is important, or the length is important. So you cannot have this go faster. So this is 1 second, 1 second, 1 second, and they write explicitly 1 second plus 1 second as the side. There's a time of 1 second. Also die Aussage ist da völlig eindeutig. Nun hat Herr Mieling mir gesagt, ich hätte falsch übersetzt. Ich müsste übersetzen, und man müsste diesen Satz übersetzen, dieser 3,5 Fuß lange Faden wird sowohl in seinem Hin- als auch in seinem Rückschlag je eine Sekunde dauern. So Also er bezieht diese eine Sekunde auf je einen Einzelschlag. Oder? Ja. Und sagt, ja, der Autor hätte wohl gemeint, sowohl der Hin- als auch der Rückschlag dauert je eine Sekunde. And the text is in Französisch. Und er ist auf Lateinisch. Lateinisch. Und da heißt, das ist eben, da ist wirklich eindeutig, hoc enim juxta Mersenni observationum. Dies ist nämlich gemäß Mersennes Beobachtung cursu recursuque suo präzise tempus. Dies ist durch cursu recursusque suo, da wird Cursus und Recurs zusammengenommen. Cursu recursusque. I have to believe you in this. Und nicht, wenn es so wäre, wie Mieling meint, würde man schreiben sive cursu, sive recursu oder et cursu, et recursu. Aber es heißt cursus recursusque. Okay. Yeah. Und das ist zusammengenommen. Es kann sprachlich nicht anders heißen. Also das ist nicht ein. Es ist nicht möglich. You cannot interpret this Latin phrase in another way. Okay, I have to accept this. It's far beyond my. Also Cursus und Recursus zusammengenommen. Eindeutig. Also also diesen Vorwurf einer Falschübersetzung an der Stelle muss ich also zurückweisen. But that's important, of course, to express, because that's a huge difference. That's the difference between single beat and double beat. Ja. Okay. Ja, und dann gibt es andere, also ein Engländer, ein Ire, Dalrymple, auch im 17. Jahrhundert. Also English sources. Lateinisch. Duo circuitus soi cursus et recursus, tripedalis perficietur, uno recursu. Ja, it's not so important. Spielt jetzt keine Rolle. Also auch da Cursus et recursus. Ja. Und dann haben wir Antoine Furetière, ein sehr wichtiger Mann, auf den sich zum Beispiel auch Johann Gottfried Walter bezieht in seinem Lexikon. Okay. Furetière hat ein großes Universallexikon verfasst und da zeigt er großes Interesse an Musik, große Kenntnis. Und er mehrfach hat diese Definition, weil bei ihm auch die Vibration eindeutig als Doppelschlag definiert ist. Ja. De Mos de La Salle um 1720, glaube ich, bringt das. Grassino, ein Engländer, ein französischer Philosoph, 1757, namens Wilhelm Daguerre, habe ich neuerdings gefunden, in einer Elementarphilosophie
eindeutig auch Do you der have this? Doppelschlag. Yeah. Ja. Just halt to check. lateinisch. Perficit vibrationum id est accensum et descensum. Filo bipedali suspensum intra minutum secundum unam perficiet vibrationum. Ein 2 Fuß langes, also etwas schneller als in Sekundengeschwindigkeit, schwingendes Pendel vollzieht eine Vibration, das heißt ein Accensus et Descensus in einer Sekunde. Haben wir es also auch. Dann gibt es einen gewissen Martin, der im Zusammenhang mit der Darstellung der Philosophie Newtons. Okay. Oh yeah. What's the connection with that? Ja, genau. Der So it's schreibt not auf about, Deutsch. that's not music. It's as Das ist sogar eine naturphilosophische Schrift über Newton. Ja. And what has that to do with time measurement and music or with pen? Na, an sich nicht, aber es zeigt nur, auch außermusikalisch war der Begriff der Sekunde nicht völlig immer eindeutig. Okay. Auch im Astronomischen sogar. So what does he write? Das ist, Yeah. ja, er schreibt, zuerst sagt er, was er mit Schwingung meint. Zeit, in welcher das Pendel einen Schwung vor- und rückwärts macht. Also Schwung vor- und rückwärts. Und dann, während der Zeit, da das Pendel einen halben Schwung oder nur eine einzige Vibration vor- oder rückwärts macht. Kommt an eine Stelle, also er unterscheidet zwischen halbem Schwung und Schwung. Halber Schwung ist Einzelschlag und Schwung ist Doppelschlag. Und jetzt sagt er, weil aber ein Pendel von 39,2 Zoll seinen Schwung hin und her in einer Sekunde verrichtet und so weiter. I cannot. That's so strange, yeah. Ja. So that's a kind of definition that was accepted. Oder sogar ein Uhrmacher. Ein Ah, ja, Uhrmacher okay. namens Haller. Im Zusammenhang mit der Kunst des Uhrmachers ist zu lesen, 2 solcher Streiche oder das Hin- und Hergehen des Perpendikels machen eine Schwingung aus. Ein 2 Streiche Streiche, Schläge, Einzelschläge, Ausschläge, Streiche. 2 solcher Streiche hin und her machen eine Schwingung aus. Also definiert er Schwingung eindeutig als Doppelschlag. Oder? Okay. Gut. Nach der Erfahrung gibt man ihm, dem Perpendikel, 3 Fuß, 9 Dezimalzoll, 2 Dezimallinien, englisches Maß, Okay. zu seiner Länge, um in einer Stunde 3600 Schwingungen oder in einer Sekunde eine einzige zu machen. Schwingung eindeutig Doppelschlag, hin und her. Ja. Ja. Da bezieht er das Ganze sogar auf die Stunde, auf die Stundenlänge und meint eine Doppelstunde. Ja, Ah, ja, 3600. 3600. Doppel, hin und her. Genau. Ja. It's a very abstract way of thinking because Nein, das ist überhaupt nicht abstrakt. Es ist logisch, wenn ich das Grundmaß unserer Zeit, nämlich die Erdumdrehung, 24 Stunden, wenn ich sage, diese 24 Stunden kann ich als Doppeleinheit deuten, nämlich 12 Tagstunden, 12 Nachtstunden. 12 zu 12. ja. Ja? Dann kann ich sagen, ich teile das ganze Zeitsystem periodisch ein, als Doppeleinheit. 24 Stunden, statt 24 sage ich 12 Nacht- und 12 Tagstunden. Oder ich sage einfach 12 Doppelstunden, 12 Tag-Nachtstunden. Ja. Und dann kann ich alle Ebenen der Stundenteilung doppelt. Yeah, that's a topic for our next video because that's really triggering my mind now because you can say I need one day and we never confuse between 24 hours or 12 hours. We know exactly all the time what we are saying. Das ist der Punkt. That will be next video. Ja. So
thank you for sharing these sources. And I know it's even for me, I think you can see that I'm approaching all this from a very practical way, but I think it's important to have this foundation and just go as deep as we can with this. And but it's complicated, and I'm sorry that we are going so theoretical on this. It will become more practical, and I will have some videos from a very practical stance. So we will differentiate, and we will exchange. We will diversify a little bit. I'm thinking in German and English now, so it becomes more difficult. Anyway, thank you for staying here. Leave your questions certainly in the comment sections, because Lorenz and I will going to have more chats over the future, not only now. So thank you for watching, sharing this, and we see each other next time again. Bye.